Seit den Revit und Sophistic-Versionen 2026 können analytische Kopplungen sehr komfortabel definiert werden. Wie das geht, zeige ich Ihnen anhand einer Balkonanbindung mittels Isocorp. Diese Balkonplatte soll über diese Isokörbe an diese Deckenplatte angeschlossen werden. Wenn wir nun das analytische System mit dem Sophistic AMG erstellen lassen und von oben darauf schauen, dann schwebt sozusagen der Balkon zunächst hier vorne ohne Anbindung. In dieser Situation möchte ich nun also eine Kopplung herstellen zwischen der Balkonplatte und der Deckenplatte. Dazu befindet sich seit der Version 2026 im Menü Sophistic Analysis die neue Funktion analytische Kopplungen. Es werden zwei Optionen angeboten, nämlich Linie zu Linie und Linie zu Punkt. Linie zu Linie ist eigentlich schon genau das, was wir hier brauchen. Ich möchte aber nicht diese Kante vom Balkon an die komplette Deckenkante koppeln, sondern schöner wäre eine Kopplung über die exakt gleiche Länge des Balkons. Dazu erzeuge ich noch schnell ein analytisches Element als Attributlinie von hier nach hier. Wenn ich das Element nun selektiere, sehen wir in den Sophistic Struktureigenschaften, dass wir eine Attributlinie erzeugt haben. Attributlinien hatte ich übrigens im Teil 15 dieser Videoserie vorgestellt. Jetzt sind wir soweit und können die analytische Kopplung erzeugen. Wir wählen also analytische Kopplung, Linie zu Linie, wählen jetzt zuerst die Balkonlinie als diejenige Linie aus, die auf die als zweites zu wählende Deckenkante, also unsere gerade erzeugte Attributlinie, referenziert werden soll. Und dann bekommen wir das Dialogfenster Kopplungseigenschaften. Hier können wir jetzt die Kopplungen genau oder diese Kopplung genau beschreiben. Soll es sich um eine Einspannung, gelenkig oder um eine benutzerdefinierte Kopplung handeln? Hier können wir die drei Verschiebungen definieren und hier die Verdrehung um die lokale X-Achse. Sie können hier einen Federwert vorgeben, zum Beispiel 174,5 Kilonewtonmeter pro Grad pro Meter, was meiner Meinung nach 10.000 Kilonewtonmeter pro Rad entsprechen sollte. Okay, damit haben wir die Kopplung erzeugt und finden Sie auch aufgelistet hier im Analysis Browser. Über einen Doppelklick kommen wir auch wieder zurück in die Eigenschaften. Ich kann auch die Balkonplatte hier auswählen und finde neben den Kantengelenken jetzt auch die Kopplungen hier in den Sophistic Struktureigenschaften. Kann hier also auch das Ganze nochmal kontrollieren oder ändern. Gut, dann lassen wir das System einmal rechnen und schauen uns dann die Visualisierung an. Wir sehen, der Balkon ist nun also über Federn
angekoppelt, und wenn ich mal das Ergebnis der Last auf dem Balkon einschalte, kann ich die Verformung überprüfen. Prima. Das weitere Vorgehen wäre jetzt wie üblich, sich mit Hilfe des WinGraphs und/oder des Result Viewers die Federkräfte ausgeben zu lassen und dann beim Hersteller den richtigen Isokorb auszuwählen. Das soll jetzt aber nicht mehr Teil dieses Videos sein. Ich hoffe, Ihnen gefällt die neue Möglichkeit, analytische Kopplungen mit Sophistic in Revit zu definieren. Es gibt sicherlich diverse Anwendungsfälle über die von mir gezeigte Balkonanbindung mittels Isokorb hinaus. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.